Erinnern Sie sich an den roten Knopf? Ja. Jetzt drücken Sie den roten Knopf und anschnallen, bitte. Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute gibt es genau 3 Gründe, dieses Video ganz bis zum Ende zu schauen. Zum ersten, wir zeigen euch eine Felge, die wir noch nie in einem Video hatten. Zum zweiten, dieses Fahrzeug ist ein Vorführfahrzeug von uns und hat einen wahnsinnig attraktiven Preis. Zum dritten, es ist ein Lastrada Avanti C und der fliegt bei euch so ein bisschen unterm Radar, ist dabei aber ein ganz besonderes Auto, was Dinge anders macht als alle anderen. Und zum vierten, und da sind wir dann schon beim vierten Grund des Videos, das Auto ist der passende Dienstwagen für jeden der Man in Black. See you around, Jay. So, wir nähern uns einer sehr spannenden Saisonzeit. Der Sommer ist da, ihr seht, der Hof lichtet sich so ein bisschen, aber es gibt noch viele Autos, die irgendwo im Markt sind. Und ich glaube, dass in den nächsten Wochen diverse spannende Dinge passieren. Und damit ihr genau informiert seid, was ist, würde ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren, weil wir euch frühzeitig informieren und ihr so immer schön up-to-date bleibt. Also jetzt direkt hier unter dem Video Kanal abonnieren und dann immer eine Informationen bekommen, wenn das nächste Video rauskommt, damit ihr eben auch informiert seid für preisliche Dinge, für neue Modelle, weil demnächst ja die neuen Basisfahrzeuge, die neuen Fahrzeuge und unser komplettes Modelljahr 25 an den Start rollt. Und das ist im Prinzip auch gleich der Aufhänger, warum wir dieses Video machen. Der Wagen ist unser Lastrada Avanti C Vorführer. Der hat jetzt sozusagen seinen Dienst erfüllt und weil wir auf Basis dieses Fahrzeugs so schön viele Avanti C verkauft haben, darf der nun einen neuen Besitzer finden und das zu einem sehr attraktiven Preis. Wie der Preis sich genau zusammensetzt, das erkläre ich euch am Ende des Videos. Da gehen wir so ein bisschen gemeinsam die Ausstattungsliste durch und gucken uns das an. Aber ich kann euch eins sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was sich lohnt. Und andersrum heißt das natürlich auch bei einem Vorführwagen, wir haben so ein paar Sachen dran gemacht, an denen wir zeigen wollen, was Sache ist. Und da sind wir schon bei Punkt 1 aus vom Anfang des Videos, damit wir hier gleich mal Checkliste, kleinen grünen Haken dran setzen. Eine Felge, die wir noch nie an einem Fahrzeug dran hatten. Und zwar haben wir hier eine Felge, die ORC neu im Programm hat. Die heißt Typ 55, ist auch eine klassische 18 Zoll Felge. Das heißt, ihr habt die ganzen Vorteile, die die 18 Zoll Felgen mit sich bringen. Geringerer Luftdruck, mehr Fahrkomfort, ein bisschen stabileres Fahrverhalten und was für mich und alle Men in Black eine super wichtige Sache ist, natürlich einfach, gibt es irgendwas, was die Men in Black sagen? Keine Ahnung. Eine richtig coole Optik ist. Auf jeden Fall ist es so der Dienstwagen und der passt wirklich. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich bin wahrscheinlich eher, also nicht Will Smith, sondern der andere, jedenfalls von dem, was da ist. Die steigen in solche Autos ein. Schwarz mit Schwarz mit Schwarz mit schwarzer Brille. Und genau das haben wir hier auch gemacht. Der Wagen hatte eigentlich, wenn du da einmal rüberschwenkst, da steht ein Lastrada Avanti C haben wir hier, ein Avanti XL da drüben. Ab Werk kommt bei Lastrada ein Fahrzeug, wenn ihr es mit Dekor bestellt, in einer dunklen Farbe, immer mit dem hellen Dekor, also silbernem Dekor. Das ist dann halt sehr auffällig. Deswegen haben wir den Wagen hier vom Dekor befreit und haben uns gedacht, okay, das war dann doch sehr schwarz. Wir machen einfach das hier in der Mitte schwarz matt, dass ihr diesen Kontrast aus schwarz-matt, schwarz-glänzend, schwarz-matt habt. Die Felge dazu auch nochmal in schwarz-matt, was so ein bisschen das Fahrzeug eleganter dastehen lässt. Und er wirkt deutlich kleiner jetzt, wo er keinen Dekor drauf hat, weil eigentlich ist der Avanti C ein 636er mit 289 Höhe, also durchaus mit dem Jumbo-Kasten ein wirklich großes Auto. Wir haben bewusst darauf verzichtet, jetzt noch andere Applikationen, farbliche Highlights zu setzen, weil ich denke, da muss man dann gucken, so mutig wollte ich nicht sein. Wenn ihr meint, ich hätte gern ein bisschen mehr, man kann hier, wenn ich jetzt wieder losgehe und mir, keine Ahnung, eure Surfmarken, weil das ist ein Auto, was sich für Leute, die im Auto duschen, mega gut eignet. Oder weil ihr viel Aktivsport macht. Ich könnte mir mega gut vorstellen, wenn man jetzt wieder losgeht und in schwarz glänzend auf das Schwarz-Matte die Firmenlogos von eurem Verein, von eurer Surfeinheit oder was ihr seid, das wieder da drauf zu machen und noch so ein paar Schwarz-Matte-Logos, so wie man das von Rennwagen oder sowas kennt, irgendwo auf die Türen mit drauf. Ich glaube, das würde dem Auto noch den letzten Schliff geben, aber das ist dann so individuell, das denke ich, das müssen wir dann hier von Auge zu Auge besprechen. Genau, die Felge ist mit einem klassischen Ganzjahresreifen ausgestattet. Das heißt, ihr habt hier keinen Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen, könnt das ganze Jahr fahren.
habt immer genug Traktion, ist überall so legal, wie es sein soll, weil die Felge und der Reifen auch die Schneeflocke mit drauf hat und damit nicht nur namentlich, sondern auch rechtlich gesehen echter Ganzjahresreifen ist. Und als das alles fertig war, haben wir gedacht, irgendwas ist an der Front noch verkehrt. Hier wird es kein Auto, an dem ich euch das zeigen kann. Der hat nämlich eigentlich einen silbernen Kühlergrill gehabt. Das heißt, der Bereich hier war Silber und auch das Fiat-Logo war sehr silber. Haben wir gedacht, komm, jetzt sind wir eh schon am Folieren. Haben wir das alles foliert und haben auch hier, um so ein bisschen so einen 3D-Effekt zu haben, das Fiat-Logo einmal mit drüber foliert. Da kommt ein bisschen Highlight, das glänzende Silber raus, aber ansonsten ist es eben normal schön alles zurückgenommen im Design, dass man eben auch am Waldrand mal richtig schön und gut versteckt stehen kann. Ja, was gibt es von außen zu sagen? Wir haben von der Ausstattung, der Wagen hat schon eine Solaranlage drauf, wir haben eine Markise drauf. Der ist das Maxi-Chassis, das ist klar. Wir haben 4,25 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Wir haben alles, was ich Lastrada-seitig an Chassis-Ausstattung haben kann. Der hat den Abstandsregeltempomat und das große Navigationsgerät und all diese Dinge schon mit drin, aber da gucken wir gleich noch mal mit drauf. Hier auf der Fahrerseite, wir haben zusätzliche Fenster in der Nasszelle, eine Sog-Toilettenentlüftung, also im Prinzip die großen Fenster am Heckbett, weil das ist ja der Punkt und da sind wir bei Punkt 3 vom Anfang, um da auch gleich hier zick zick Haken dran zu machen. Der Avanti C, normalerweise wenn ihr von 5,99 auf 6,36 wechselt, ist das so ein reflexartiges Verhalten der Hersteller, dass sie sagen, okay, das Auto wird länger, also müssen Längsbetten rein. Ein Längsbett führt aber oft dazu, dass der Raum eher enger wird, weil ihr ja mehr Raum fürs Bett hergebt. Hier haben wir jetzt einfach ganz konsequent das mehr, was wir an Raum durch Höhe und Länge gewinnen, in mehr Raum in Dusche, Bett, Stauraum gesteckt. Und das ist der Wahnsinn, was ihr in diesem Auto alles transportieren könnt. Und deswegen, glaube ich, starten wir da jetzt rein. Eine Kleinigkeit vielleicht noch. Hier steht Pössl drauf, da steht Lastrada drauf. Es tut mir leid. Wir machen das jetzt genau wie bei den Men in Black. Vergesst alles, was ihr hier gesehen habt. Merkt euch, was ich euch über das Auto erzählt habe. Und dann ist das hier, müsst ihr euch euren kleinen Blitzdingsstab von Men in Black vorstellen. So, wir fangen von draußen an, bevor wir richtig reingehen, weil ich denke, in der Vielzahl unserer Videos und der Vielzahl der Modelle vergisst man immer wieder so ein bisschen auf die Basics hinzuweisen, die einfach bestimmte Hersteller anders, krasser und cooler machen als andere. Und dadurch, dass wir bei Lastrada mit dem H3, also dem 289 hohen Kasten, ja einfach mehr Raum zur Verfügung haben. Das heißt, wenn ihr echt große Menschen seid, dann ist Lastrada mit dem H3 eine Variante für euch. Oder ihr guckt euch einfach bei Pössl einen Road Cruiser XL oder einen Road Cruiser Revolution an. Das sind auch hohe Fahrzeuge, aber das sind die Autos, wo ihr als große Menschen echte Stehhöhe habt. Und dadurch, dass wir bei allen anderen Autos geht ihr auf dem Niveau rein und das ist dann die Bodenfläche. Bei Lastrada habt ihr einen durchgehenden Doppelboden im gesamten Fahrzeug. Das führt dazu, dass wir eine Ebene haben und super viel Stauraum. Und damit kein Stauraum unter der Küche zum Beispiel verloren geht, sagt Lastrada, okay, komm, wir machen da so ein Tischchen hin, der gleichzeitig Stauraum ist, um einfach den toten Raum unter der Küche nicht zu verschenken. Und das sind so die Kleinigkeiten, wo man sagt, ey, da sind viele, viele schöne Detaillösungen drin. Auch hier. Ihr habt einen normalen Küchenblock und überlegt euch mal, wie Küchenblöcke bei anderen Herstellern aufgebaut sind. Ihr habt immer 2, 3, 4 Schubladen und es ist hier immer gerade. Weil die meisten Hersteller sagen, okay, komm, der tote Raum unter der unteren Schublade, das merkt doch gar keiner. Lastrada sagt, komm, da ist eine Lücke, wir machen euch da noch einen Stauraum hin. Und wenn man so konsequent durchs Auto geht und das an allen Ecken und Enden macht, führt das natürlich am Ende des Tages dazu, dass so ein Lastrada auch teurer ist als andere Fahrzeuge. Und deswegen machen wir eben diese volle Bandbreite der verschiedenen Fahrzeuge, um euch von einem im Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu schlagenden Pössl bis zum High-End Westfalia Lastrada die volle Bandbreite anbieten zu können mit allen Grundrissen. Und dieser hier ist eben auch ein ganz besonderer Grundriss. Und deswegen gehen wir da rein, direkt nachdem wir gesehen haben, was für eine coole Arbeitsplatte wir hier oben haben, die wirklich eine echte Erweiterung der Küche ist. Und auch da sind wir wieder bei Liebe zum Detail, hier einfach auf dem Magnetstreifen hält, da rappelt nichts, da klappert nichts. Und das hier, das ist der Küchenblock. Da kann man das ganze Auto zum Wackeln bringen, aber nicht den Küchenblock alleine. Deswegen kommt mit rein, schaut euch das an. Bevor ihr jetzt sagt, mega coole Optik oder vielleicht doch gar nicht so cool, lasst euch gesagt sein, ihr habt bei Lastrada mehr oder weniger die freie Auswahl zwischen 15, 16 Hölzern, unzähligen Stoffen, Lederfarben. Das heißt, wenn ihr sagt, der Avanti C, das ist ein Grundriss, den finde ich mega stark,
aber die Optik ist nicht ganz so meins, dann konfigurieren wir euer Wunschfahrzeug und bestellen es genauso, wie ihr es haben wollt. Hier ist es amtlich warm drin. Ich mache uns jetzt mal die Fenster und Dachraum auf und dann gucken wir wirklich mal ins Detail, was er kann. So, das Wichtigste an diesem Fahrzeug, was wirklich den Wagen besonders macht, und deswegen fangen wir mal anders an als in anderen Videos und starten wirklich in der Mitte des Autos. Hier ist die normale Nasszelle und ich kann hier wirklich um die Ecke weggehen. Und ihr müsst ja immer meine Referenz, 1,92 Meter, deutlich über 100 Kilo. Und ich habe hier eine Dusche mit separater Klappe. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr kommt vom Strand, ihr macht hier vielleicht noch eine kleine Kleiderstange hin, hängt eure Neos hier in die Dusche, lasst die einfach abtropfen. Oder ihr macht gerne Städtereisen, steht aber gerne frei und sagt, bevor wir heute Abend ins Theater oder sonst irgendwo hingehen, will ich in meinem Auto nochmal duschen. Wie viele Kastenwagen gibt es, wo man wirklich komfortabel drin duschen kann? Braucht nicht jeder, ist auch in Ordnung, aber vom Raumangebot ist das hier mit der Dusche, mit der Toilette, mit der Beinfreiheit einfach mega cool. Und das geht halt in dem Augenblick, wo man sagt, bei 636 mache ich nicht sofort Längsbetten, sondern verteile das mehr an Raum auf Bett und Nasszelle. Um die Nasszelle hier kurz mit abzuhaken, wir haben hier irgendwo da eine richtig schöne Beleuchtung mit dabei. Ansonsten hier hinter mir das Waschbecken. In dem aktuellen neuen Modell ja sind die ganzen Duscharmaturen und Haken alles schwarz. Haben eine klassische Nasszelle und auch hier oben mit Rausfallschutz einen richtig schönen Stauraum mit dabei. Und dadurch, dass wir bei einer Strada dieses Mehr an Höhe haben, wir können mal hier in der Dusche, ich habe heute extra mal dran gedacht, wo ist da, genau in der Duschwanne. Wir haben hier in der Duschwanne 1,96 Stehhöhe. Also denke ich absolut ausreichend. Was ihr nicht sehen könnt, da ist ein großer Spiegel. Also man kann sich in ganzer Pracht sehen, ob man das will oder nicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine gute Sache zu wissen, was man seiner Umwelt zumutet. Auch wenn es manchmal bei mir den Eindruck macht, dass man es nicht weiß. Und wir sollten jetzt gemeinsam schauen, was dieses Bett hinten zu bieten hat. Also bitte ich dich, Vladi, draußen rumzugehen und dann schauen wir mal. Ladies and Gentlemen, heute präsentieren wir Ihnen die Highlights eines La Strada. Eine super dicke Matratze mit abnehmbarem Bezug. Darunter ein punktelastisches Lattenrost der weltbekannten Marke Froli. Und das Ganze, das ist beim Avanti C hier tatsächlich das Highlight, in einer sehr, sehr großen Abmessung. Und zwar haben wir die Ducato-typischen, wahrscheinlich ungefähr 1,95. Jo, 1,95. Und kannst du mal eine Tür ranmachen, dass ich was zum Messen habe? Und hier 1,47,5 Meter Matratzen- und Bettenbreite. Das heißt, wir haben hier wirklich ein quadratisches Bett, in dem man sich gemütlich hinlegen kann mit einem niedrigen Einstieg. Ihr seht, ich kann hier mit dem Knie ganz einfach draufsteigen. Und obwohl das Bett so hoch ist, weil ich nämlich schon auf dem Doppelboden dieses Fahrzeugs stehe, habe ich richtig viel Raumfreiheit nach oben, ganz viel Stauraum mit richtig schönen Fächern. Die sind jetzt nicht so ultra tief, aber passt auf jeden Fall trotzdem viel rein. Und für denjenigen, der sagt, ich hätte gern einen Fernseher im Bettbereich, haben wir hier nochmal einen kleinen Rollladenschrank. Da könnte man diesen Boden rausnehmen, da einen Fernseher hinbauen, dann ist er nämlich auch schön versteckt. Hier haben wir schon ab Werk eine Steckdose mitbestellt. Das heißt, da ist eine 230 Volt Steckdose. Und hier haben wir nochmal am Kopfende des Bettes eine Doppel-USB-Steckdose, dass ihr wirklich für alle Eventualitäten gerüstet seid. Dieser Wagen hat übrigens auch nicht serienmäßig, sondern in der hier vorliegenden Konfiguration einen Wechselrichter mit 1700 Watt Leistung drin. Also auch da seid ihr safe. So, was müssen wir hier hinten noch wissen? Wir haben über dem Bett die 50×70 Dachhaube, die ist nicht Serie. Serienmäßig wären da 40×40 cm. Jo, haben wir eine Menge gesehen. Gucken wir nochmal eine Etage tiefer. Guten Tag, auch schön. Ich glaube, es ist praktischer, wenn ich einfach zu euch nach hinten komme. Was man hier demonstrieren kann, ich gehe außen rum, nicht hier durch. Was man hier demonstrieren kann, ist, ihr kommt von innen an eure Getränke ran. Ihr habt hier die gesamte Technikecke, da ist eine 150 Ampere-Stunden Batterie drin, da sind alle Sicherungen und all solche Dinge mit verbaut. Und ich komme jetzt mal rum und dann können wir noch mal die Maße vom Stauraum nehmen, damit wir auch das wissen. Und dann haben wir nämlich gleich das Heck dieses Autos schon mal abgefrühstückt komplett.
Ihr habt hier, damit man Fahrrad komplett quer reinstellen kann, 1,86 und in der Tiefe ungefähr 70 cm. Das ist der Gaskasten. Und damit, bevor jetzt jemand fragt, wie kriege ich denn da 2x11 Kilo Gas rein, sage ich, braucht ihr euch gar nicht anstrengen. Nehmt doch einfach den Rollwagen, zieht ihn nach vorne, stellt die Flasche schön rückenschonend hier rein. Dann sagt ihr doch, aber es passt doch trotzdem nicht rein. Ja, da machst du dir das Leben noch einen Tick leichter. Matratze nach hinten, hochklappen und dann hast du zum einen, wenn du große Fahrräder hast oder einfach mal was Sperriges transportieren willst, noch mehr Raum. Aber jetzt halt wirklich die Möglichkeit, die Gasflasche stehend und rückenschonend da reinzustellen. So, das schrauben wir wieder fest. Ansonsten sind wir hier auch genau mit Liebe zum Detail unterwegs. Kleiderstangen von unten im Bett eingelassen, so dass ihr auch mal was aufhängen könnt. Und auch hier wird wieder kein Zentimeter verschenkt. Zum Beispiel habt ihr hier in der Ecke ein richtig schönes Fach, bevor da ein toter Stauraum entsteht. Dann das, was ich eben gesagt habe, 1700 Watt Wechselrichter. Hier hinten auch nochmal eine 230 Volt Steckdose zusätzlich. Und damit wir die Maße haben, von der Höhe haben wir hier 72 cm und von der Tiefe ca. 1,44. Ja, ich glaube, jetzt wissen wir wirklich. Nein! Ha! Wir wollten auf die Standards von Lastrada hinweisen. Let's take a small look into the detail. Wir haben hier die Heckverkleidung von Lastrada. Die ist serienmäßig bei jedem Lastrada immer mit dabei. Und zwar ist es so, dass ihr hier eine etwas überlappende Klappe habt. Das heißt, wenn man die Tür zumacht, steht die Kante hier raus. Und wenn ich die andere Tür zumache, dann ist das jetzt drin eine bündige Kante. Und dadurch, dass so ein Kastenwagen ja einfach vom Konzept her Schwachstellen hat, weil einfach Türen da sind, weil Kanten da sind, wo nur Dichtungen sind, ist das nach innen noch mal deutlich mehr abgedichtet und man hat diesen Wohlfühleffekt. Wenn wir schon Anfasskameras hättest, das fühlt sich halt richtig schön an, das ist alles so ein bisschen aufgepolstert und man fühlt sich da auf jeden Fall einfach drin wohl und es zieht nicht. Lastrada Avanti C. Was haben wir hier für eine Ausstattung? Wir haben hier 180 PS Automatik. Wir haben das große Chassis, Maxi-Chassis. Wir haben Holzdekor Silver mit weiß-matten Klappen. Und wir haben einen Sonderstoff, den wir einfach super passend zu Holz und Stoff fanden. Apropos Sonderstoff, wir haben natürlich auch das Komfortpaket 2. Das heißt bei Lastrada, wir haben die SKA Pilotensitze. Für mich eine absolute Alleinstellung. So was Cooles bekommt man ab Werk nirgendwo anders letztendlich mit. Und da sind wir wieder bei der Empfehlung, unseren Kanal zu abonnieren. Wir gucken gerade an einem Westfalia Columbus, was für Sitze man umbauen kann. Und vielleicht haben wir da nochmal eine schöne Lösung, die wir euch demnächst zeigen. Also wenn ihr schon immer mal gesagt habt, wir würden gerne andere Sitze in unser Fahrzeug reinhaben, vielleicht können wir euch da demnächst auch was Interessantes zeigen. Also Kanal abonnieren nicht vergessen. In dem Komfortpaket 2 sind auf jeden Fall die Pilotensitze und das, was hier einfach toll ist, ist, dass man die Sitzfläche verschieben kann, dass du das in Neigung, Stellfläche, alles einstellen kannst, dass wir hier eine Lordosenstütze haben, die rauf und runter wandert, dass wir natürlich 2 Armlehnen haben. Auf jeden Fall eine coole und schöne Sache. Was haben wir sonst noch? Das Technikpaket 1 deckt die Basics ab, da will ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Das Technikpaket 2 im Modelljahr 24, wo wir hier sind, hat die ganzen Assistenzsysteme, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Regenlichtsensor und Totwinkelassistent. Also rundrum Aufpasser für euch. Und was halt total selten gewesen ist, ist das Technikpaket 3, wo wir hier jetzt ein Abstandstempomat mit dem Geschwindigkeits- und dem Aufmerksamkeitsassistenten haben. Das heißt, von den Assistenzsystemen vorne seitens Fiat dürfte da meines Wissens eigentlich kein Wunsch mehr offen sein. Das Komfortpaket 1 ist ähnlich wie das Technikpaket 1. Das deckt Lastrada-seitig, so Fliegengittertür, die Basics ab, die ihr braucht. Dann haben wir elektrisch anklappbare Außenspiegel. Wir haben RDKS, also Reifen-Luftdruck-Kontrollsystem, Nebelscheinwerfer, Radio mit Rückfahrkamera, mit dem 10 Zoll Radio, den digitalen Tacho, Klimaautomatik, eine induktive Ladeschale. Kurz gesagt, was euch einfällt, ist hier drin. Kompressorkühlschrank, das ist nochmal wichtig von der Ausstattung. Wir haben einen Kompressorkühlschrank und dann wahrscheinlich auch, jetzt muss ich selber einmal kurz nachgucken, genau, mit einer Kombi D6, also mit einer 6 kW Dieselheizung von Truma. Wir haben die Solaranlage schon mit drauf, eine vergrößerte Batterie
beheizten und isolierten Abwassertank. Und dann gehe ich erst auf die dritte Seite. Also Wechselrichter, Garantie für 5 Jahre, 18 Zoll Felgen und die Folierung draußen. In Summe, und jetzt kommt der kleine spannende Moment, heißt das, wir haben hier eine Summe der Listenpreise von 115.059 €. Das ist sicherlich ein Brett, aber dafür haben wir einen super coolen Preis für euch zusammengebastelt. Und um den zu sehen, klickt ihr jetzt hier auf die mobile.de Anzeige, die wir euch verlinken. Dann wisst ihr, was dieser Wagen, so wie er jetzt hier als Vorführwagen kostet, für euch kosten soll. Und dann werdet ihr euch kurz schütteln und sagen, das kann ja gar nicht wahr sein. Und dann ist vielleicht der ein oder andere dabei, der sagt, okay, super, ich bin morgen bei Togo. Und für alle anderen... Achso, oh, jetzt habe ich alles vergessen. Halt. Wie heißt die Männer? Keine Ahnung. Wie heiße ich? Weiß ich nicht. Wer bin ich? Weiß ich nicht. Wieso bin ich in einem fahrbaren Haus? Ah, weil es cool ist? Okay. So muss es sein. Jetzt habt ihr vergessen, über was wir eben gesprochen haben. Und ich, wo der Faden war. Aber gut, wir wollten uns zum Abschluss, wir haben, ihr merkt, die Tage sind heiß. Wir müssen uns auch über den Sommer retten. Es darf auch mal Spaß machen und ich hoffe, das ist auch für euch in Ordnung. Wir haben jetzt die Küche, die Sitzgruppe. Was ich noch nicht gesagt habe, wir haben die Lounge-Sitzbank. Das heißt, wir können die Fläche der Sitzbank verstellen und dadurch die Neigung der Lehne. Ihr habt serienmäßig hier einen rausklappbaren Tisch. Und dann wird der ein oder andere fragen, wenn ich schon den großen Preisvorteil habe, weil es ein altes Modell habe, worauf verzichte ich denn jetzt im Vergleich zu dem, was neu kommt? Habe ich einen Nachteil, wenn ich es neu bekomme? Und da muss ich ganz klar sagen, also Punkt 1, wenn du einen neuen haben willst, konfigurieren wir gern dein Wunschfahrzeug so zusammen, wie es ist. Ich glaube, man muss sich einfach angucken und sagen, passt die Ausstattung dieses Fahrzeugs so, wie es hier steht? Dann ist das ein super attraktives Paket. Das, was wirklich anders ist zum neuen Modelljahr, also zu den Autos, die jetzt kommen, ist zum einen im Ausbau würdet ihr minimal anderen Tisch bekommen. Der ist etwas leichter, aber ansonsten von der Fläche und allem gleich. Der größte Unterschied ist, dass wir im Basisfahrzeug ja beim Fiat vorne einen Facelift bekommen. Und da kann man darüber diskutieren, welches der schönere oder weniger schöne Weg ist. Aber das ist ganz klar der Unterschied zwischen einem Modelljahr 24, wie wir es hier haben, und dem kommenden Modelljahr 25, dass es die neue Schnauze ist, mit theoretisch nochmal anderen Optionen bei Fiat Dinge mitzubestellen. Der große Vorteil der alten Autos ist, dass wir hier noch die ZF-Automatik drin haben. Das heißt, wir haben hier eine echte 9-Gang-Automatik. Wenn ich jetzt neu ein Fahrzeug bestelle, dann bekomme ich eine Fiat-eigene 8-Gang-Automatik. Sicherlich auch eine schöne Lösung und die wird auch sehr, sehr gut ihren Dienst tun. Aber die ZF-Automatik ist es dann halt am Ende des Tages nicht. Wir sind sie noch nicht im Vergleich gefahren, aber das ist durchaus ein Punkt, wo wir relativ viele Kunden haben, die sagen, ich nehme doch gerne noch mal ein, wo ich weiß, dass ich die Schnauze leiden mag und gleichzeitig die 9-Gang-Automatik habe. So, bleibt für uns abschließend noch mal der wahnsinnig große Stauraum und dafür tauschen wir hier noch mal die Plätze und dann gucken wir noch mal in den Küchenblock und dann wisst ihr Bescheid, ob der Wagen zu euch passt. Küchenblock von La Strada. Bei den Avanti-Modellen, bei den hohen Avanti, also EB, C, Avanti EBF und so weiter, habt ihr eigentlich immer den gleichen Küchenblock. Das heißt, wir haben immer dieses super coole Kochfeld mit den 2 echt großen Kochflächen, dass man vernünftig was kochen kann. Natürlich mit einer elektronischen Zündung, natürlich mit einem schönen großen Waschbecken. Und darunter, das ist dann ein gleiches Thema wie vorhin draußen die Schubladen, nicht 3 große Schubladen, sondern auf der einen Seite 2 etwas größere, die darunter ist nochmal genau das gleiche. Und dann geteilt hier nochmal 3 weitere. Eine große Besteckschublade und dann diese und darunter nochmal genau das gleiche. Also auch einfach sehr viel Stauraum. Damit ihr keine Klappe vorm Kopf habt, hier oben einfach einen Rollladen zum Hochschieben. Und das gleiche hier auch beim Fach über dem Kühlschrank. Und ihr müsst euch auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in einem 636er Kastenwagen sind. Und trotzdem einfach mal euch anschauen, was wir für Stauräume hier haben. Alles immer mit höhenverstellbaren Böden. Und obwohl ihr so viel Stauraum schon gesehen habt, haben wir hier noch einen zusätzlichen Kleiderschrank, an dem, haltet euch fest, hier gucken wir nach oben kurz. Ne, von unten gegen die Schublade. Ne, hier, da hoch, genau. Mit einem herausziehbaren Kleiderstange, das heißt, ihr könnt eure Sachen aufhängen
und einfach aus dem Schrank rausziehen, um komfortabel euch im Gang auszusuchen, was ist. Oder wenn ihr sagt, ich will nichts aufhängen, einfach auch die Böden reinpacken. Und dann haben wir hier nochmal 2 weitere Schubladen. Eine etwas kleinere und eine etwas größere. Und als wenn das an Stauraum noch nicht ausreicht, ich mache mal nur hier, kommst du daran, ohne dass wir uns hier, juhu, ich komme nämlich von hier nicht ran, danke, das reicht schon. Exemplarisch einfach mal kurz den Stauraum auf. Das heißt, wir haben den durchgehenden Doppelboden. Und wer, keine Ahnung, Springseiltraining machen will, wenn man das ganz schmal macht, kann das einfach hier runter machen und hätte dann, wenn er im Doppelboden steht, 2,13 Meter Stehhöhe, was natürlich Quatsch ist, sondern im Normalfall, und das ist ja eigentlich das relevante Maß, habt ihr, auch wenn die Klappen alle zu sind, eine Stehhöhe von fast 1,98. Also einfach mega gut. So, wir gehen raus, denke ich. Das ist nämlich hier richtig warm und schön drin. Wir gehen durch unseren komfortablen Ausstieg raus und ihr könntet euch jetzt überlegen, ob das nicht euer Weg zum Strand sein könnte. Schiebetür locker ins Schloss fallen lassen, Sonnenstrahlen genießen. Die Sonne geht gleich unter. Da hinten ist irgendwo Nord- oder Ostsee. Schön Gin Tonic in der Hand oder auch ein Glas Mineralwasser. Und dann mit ein bisschen Abstand zu dem Auto sitzen und sagen, ey, guck mal, er hat die Flügel ausgebreitet. Vielleicht fliegen wir morgen mit ihm weiter. Ich finde das eine ziemlich romantische Vorstellung. Wenn der Avanti C eurer werden soll, kommt auf uns zu. Wenn ihr es einfach nur angeguckt habt, weil ihr Video gucken wolltet, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, seid ihr sowieso schon weg. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bis hier zum Ende. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.